Herzlich willkommen zu unserer heutigen Erkundung. Wir haben hier ja einen Text vor uns liegen, der ganz alltägliche Dinge beschreibt, also wie jemand wohnt und wie so ein typischer Tag abläuft. Die Quelle heißt auch ganz schlicht Wohnung und Alltagsleben. Unsere heutige Mission ist speziell für Sie gedacht, wenn Sie Deutsch vielleicht so auf dem Niveau A2 oder B1 lernen. Wir wollen gemeinsam mal in diesen Text eintauchen, ja, und die wichtigsten Wörter und Sätze rausfiltern, damit Sie die dann nutzen können, um über Ihr eigenes Zuhause und Ihren Alltag zu sprechen. Der Text ist, sagen wir mal, bewusst einfach gehalten, aber genau deshalb ist er wirklich eine Goldgrube für nützliches Vokabular, für typische Satzmuster. Also, schauen wir uns das mal genauer an. Fangen wir doch direkt mit der Wohnung an. Sie liegt, so steht's im Text, mitten in der Stadt. Das ist ja schon mal eine wichtige Ortsangabe. Beschrieben wird sie als nicht sehr groß, aber praktisch und gemütlich. Das sind ja 3 Adjektive, die hört man oft bei Wohnungen, oder? Ja, genau. Gerade dieses gemütlich, das ist ja so ein typisch deutsches Wort, finde ich. Absolut. Und diese Adjektive sind sehr nützlich. Groß, klein, praktisch, gemütlich. Das kann man sich gut merken. Der Text nennt dann die einzelnen Räume auch klar beim Namen. Es gibt ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und ein Arbeitszimmer. Das sind die 3 Hauptzimmer. Dazu kommen dann die Funktionsräume. Eine Küche, ein Bad und sogar ein Balkon. Ja, und faszinierend für Lernende ist hier vielleicht, wie direkt die deutschen Wörter auf die Funktion beschreiben. Also Wohnzimmer zum Wohnen, Schlafzimmer zum Schlafen. Arbeitszimmer zum Arbeiten. Genau. Das hilft sich aber merken. Das stimmt, die sind sehr logisch aufgebaut, die Wörter. Gehen wir doch mal Raum für Raum durch, vielleicht um noch mehr nützliche Vokabeln zu sammeln. Also, das Wohnzimmer. Es wird als hell beschrieben. Warum? Ja, wegen eines großen Fensters. Helligkeit ist ja vielen wichtig. Was steht drin? Ein Sofa, ein Couchtisch, ein Fernseher. Ziemlich typische Möbel fürs Wohnzimmer, würde ich sagen. Stimmt. Der Text sagt auch, hier verbringe ich viel Zeit, besonders am Abend. Ein Satz, den Sie, liebe Zuhörer, ja leicht anpassen können. Ich verbringe viel Zeit in meinem Wohnzimmer. Absolut. Und das Verb verbringen, Zeit verbringen, ist hier sehr zentral. Wichtiges Verb. Weiter zum Schlafzimmer. Das soll ruhig sein, wieder ein wichtiges Adjektiv. Die Möbel dort? Ein großes Bett und ein Kleiderschrank. Sehr grundlegend, ja, aber das sind die Kernstücke. Hier sehen wir einfache Substantive, Nomen, die man gut lernen kann. Bett, Kleiderschrank. Dann das Arbeitszimmer, ein Schreibtisch, ein Computer, viele Bücher. Der Text erklärt auch die Funktion. Dort lerne und arbeite ich oft. Hier haben wir 2 zentrale Verben, lernen und arbeiten. Wichtig für viele Alltagsbeschreibungen. Was hier sprachlich auffällt, ist halt diese klare Trennung und Benennung. Das schafft Struktur. Nicht nur in der Wohnung selbst, sondern auch in der Sprache. Und jetzt kommt eine kleine Überraschung, finde ich jedenfalls. Der Lieblingsraum ist nicht etwa das Wohnzimmer, nein, es ist die Küche. Das ist doch interessant. Warum? Der Text gibt die Antwort. Weil ich gern koche. Ah ja. Das Verb kochen. Die Küche selbst wird als modern und praktisch beschrieben. Und diese Begründung mit weil, also diese Satzstruktur, die ist ja auch super nützlich für Sie. Mein Lieblingsraum ist X, weil. Das zeigt so eine persönliche Verbindung. Das ist ein gutes Beispiel, genau. Wie man über Vorlieben sprechen kann, also Kochen als Hobby beeinflusst hier die Wahrnehmung der Wohnung. Wir dürfen das Bad nicht vergessen. Beschrieben als praktisch, mit einer Dusche, einem Waschbecken und, ja, sehr wichtig im Alltag, einer Waschmaschine. Das Wort Waschmaschine ist zwar lang, aber logisch, oder? Eine Maschine zum Waschen. Stimmt. Und schließlich der Balkon. Dort stehen Blumen und die Person trinkt dort manchmal Kaffee oder liest ein Buch. Auch hier wieder Vokabeln für so kleine Alltagsfreuden. Man sieht, wie selbst kleine Bereiche, wie eben der Balkon, für Tätigkeiten genutzt werden. Kaffee trinken, lesen. Fassen wir die Wohnung mal kurz zusammen, bevor wir zum Alltag übergehen. Wir haben jetzt eine Stadtwohnung kennengelernt. Nicht riesig, aber funktional und gemütlich. Jeder Raum hat seine klare Funktion. Wohnen, schlafen, arbeiten.
Aber es gibt eben auch diesen persönlichen Touch. Die Küche als Lieblingsort wegen der Kochleidenschaft und kleine Rückzugsorte wie der Balkon. Genau. Für Sie als Lernende bedeutet das, Sie haben jetzt Vokabeln für Räume, Wohnzimmer, Küche und so weiter, für Möbel, Sofa, Bett, Schreibtisch und Adjektive zur Beschreibung. Hell, ruhig, praktisch, gemütlich, modern. Das ist doch schon mal eine gute Basis, um die eigene Wohnung zu beschreiben. Auf jeden Fall. So, jetzt wissen wir, wo die Person lebt. Aber wie lebt sie? Der Text beschreibt den Alltag als ziemlich regelmäßig. Das klingt nach Routine. Und Routinen sind ja perfekt, um typische Verben und Zeitangaben zu üben. Absolut. Lassen Sie uns also mal einen typischen Wochentag Schritt für Schritt durchgehen. Wie beginnt der Tag laut Quelle? Also der Tag startet um 7 Uhr mit dem Aufwachen. Das Verb aufwachen ist ja trennbar, aber hier als Infinitiv. Dann folgt die Morgenroutine im Bad. Hier kommen wichtige reflexive Verben ins Spiel, also Verben mit sich. Sich das Gesicht waschen, sich die Zähne putzen. Diese Sich-Verben braucht man oft für Körperpflege. Ja, die sind wichtig. Danach sich anziehen, noch ein reflexives Verb, und das Frühstück vorbereiten. Das Verb vorbereiten ist auch sehr nützlich. Was gibt es zum Frühstück? Meistens Brot mit Käse oder Marmelade, dazu Kaffee oder Tee. Klassisch. Ja, hier sehen wir konkrete Lebensmittelnamen und die Struktur etwas mit etwas essen oder trinken. Diese Abfolge am Morgen ist sehr strukturiert, fast wie ein kleines Skript. Das ist toll für Lernende, finde ich. Ja, Weil man diese Bausteine gut für die eigene Routine nutzen kann. genau. Das ist wirklich sehr praktisches Vokabular für den Start in den Tag. Um 8, also eine Stunde nach dem Aufwachen, geht es dann los. Zur Arbeit oder zur Universität, zur Uni. Der Text lässt das offen, was genau zutrifft. Aber die Tätigkeiten sind klar benannt. Lernen, Hausaufgaben machen, am Computer arbeiten. Das sind wieder typische Verben. Mhm. Die brauchen viele von Ihnen sicher auch für ihren Alltag. Die Person bleibt dort bis zum Nachmittag. Das ist eine ungefähre Zeitangabe, die ist auch nützlich. Und was passiert zur Mittagszeit? So gegen 13 Uhr, sagt der Text, gibt es Mittagessen. Auch hier erfahren wir den Ort, oft in der Mensa oder einem kleinen Restaurant. Ah, die Mensa. Ja, das Wort Mensa ist typisch für Universitäten. Dass die Person außer Haus ist ein Detail, das den Alltag prägt. Für Lernende ist vielleicht die Struktur Mittagessen-Essen interessant. Im Deutschen sagt man ja oft einfach zu Mittagessen oder Mittagessen. Stimmt. Die Zeitangabe gegen 13 Uhr bedeutet ja ungefähr um 13 Uhr. Nach der Arbeit oder Uni geht es am Nachmittag zurück nach Hause. Und jetzt wird's wieder persönlich. Ähnlich wie bei der Küche als Lieblingsraum. Die Person kocht gerne etwas Leckeres. Nicht nur Pflicht, sondern Freude sozusagen. Ja, Als Beispiele werden Nudeln oder Reis mit Gemüse genannt. Das unterstreicht nochmal die Bedeutung des Kochens für diese Person. Für sie als Lernende. Hier sind Wörter für Grundnahrungsmittel, Nudeln, Reis, Gemüse und das Adverb gerne, um Vorlieben auszudrücken. richtig, das gerne signalisiert eben die positive Einstellung zur Tätigkeit. Nach dem Essen kommen dann aber doch die Pflichten, klar. Die Küche aufräumen, das Verb aufräumen, sehr wichtig für den Haushalt. Oh ja. Und manchmal, also nicht jeden Tag, kommen weitere Hausarbeiten dazu. Das Bad putzen, Staubsaugen oder Wäsche waschen. Hier haben wir typische Verben für den Haushalt. Putzen, saugen, waschen. Beachten Sie auch das Wort manchmal. Es zeigt, dass diese Tätigkeiten eben nicht täglich stattfinden. Das schafft so einen Rhythmus zwischen Arbeit oder Uni, Kochen und der notwendigen Hausarbeit. Der Tag ist aber noch nicht vorbei. Was passiert am Abend? Da ist laut Text mehr Freizeit. Ein schönes Wort. Wie wird diese Freizeit gestaltet? Der Text nennt verschiedene Möglichkeiten. Freunde treffen, das ist eine soziale Aktivität. Klar, Oder die Person bleibt zu Hause. Was macht sie dann? Lesen, Musik hören, Fernsehen. Das sind so klassische, eher ruhige Abendbeschäftigungen. ja. Interessant finde ich auch, oft telefoniere ich auch mit meiner Familie. Das Verb telefonieren mit ist hier nützlich. Und das Adverb oft zeigt eine gewisse Regelmäßigkeit. Diese Abendaktivitäten zeigen eine Bandbreite, ne? Von sozialer Interaktion bis hin zu privater Entspannung. Und dann kommt die Vorbereitung auf die Nacht, wieder mit einer Zeitangabe, gegen 22 Uhr. Auch hier gibt es eine kleine Routine, aufräumen vielleicht das Wohnzimmer und duschen.
Ins Bett geht es dann meistens um 23 Uhr. Dieser strukturierte Abschluss des Tages ist schon bemerkenswert. Von 7 Uhr morgens bis 23 Uhr abends. Der Wochentag hat einen klaren Rahmen. Für Lernende sind diese Uhrzeiten und die Verben für die Abend- und Nachtroutine, Duschen, ins Bett gehen, sicher sehr hilfreich. Absolut. Man sieht, wie man einen ganzen Tag von Anfang bis Ende beschreiben kann. Aber wer will schon jeden Tag genau gleich leben? Zum Glück sagt der Text, am Wochenende ist mein Alltag ein bisschen anders. Das ist eine wichtige Information und auch eine nützliche Formulierung. Ein bisschen anders. Ja? Schauen wir uns also an, wie anders das Wochenende ist. Welche Unterschiede nennt denn der Text? Die Unterschiede zum Wochentag werden klar benannt und bieten einen schönen Kontrast, finde ich. Erstens und wahrscheinlich am beliebtesten, länger schlafen. Ah ja, wer kennt das nicht? Das ist wohl universell. Zweitens, Aktivitäten, für die unter der Woche vielleicht weniger Zeit ist oder die man entspannter machen möchte. Zum Beispiel einkaufen gehen. Drittens, soziale Kontakte bekommen mehr Raum. Freunde treffen, zum Beispiel im Café oder im Park. Hier lernen wir also Orte für Freizeitaktivitäten kennen. Und viertens, besondere Unternehmungen. Mal einen Ausflug machen oder ins Kino gehen. Das sind Vokabeln für spezielle Freizeitaktivitäten. Der Text nennt ja sogar den Zweck des Wochenendes: Ausruhen und Entspannen. Wieder zwei wichtige Verben. Wir sehen also eine bewusste Trennung. Die Woche ist eher strukturiert, pflichtorientiert, Arbeit, Uni, Hausarbeit. Das Wochenende dagegen ist flexibler und dient der Erholung und den sozialen Kontakten. Genau. Sprachlich sehen wir hier Wörter für Freizeit und Entspannung. Für Sie als Lernende ist es gut zu sehen, wie man diesen Kontrast ausdrücken kann, also zwischen Wochentag und Wochenende. Zum Beispiel mit Phrasen wie: Am Wochenende mache ich X, aber unter der Woche mache ich Y. Ganz genau. Diese Gegenüberstellung ist sprachlich interessant. Man kann zum Beispiel sagen, unter der Woche stehe ich um 7 Uhr auf, aber am Wochenende schlafe ich länger. Ja. Oder während der Woche arbeite ich viel, am Wochenende treffe ich Freunde. Der Text liefert hier quasi die Bausteine dafür. Es zeigt sich eine klare Strukturierung der Woche, die, ja, vielleicht typisch für viele Menschen in Deutschland sein könnte. Arbeit und Pflicht unter der Woche, Erholung und private Interessen am Wochenende. Gut, dann fassen wir das mal zusammen. Wir haben uns heute durch den Text Wohnung und Alltagsleben gearbeitet, speziell mit dem Blick darauf, was für Sie als Deutschlernende nützlich ist. Wir haben eine Wohnung beschrieben, zentral, praktisch, gemütlich, mit klar benannten Räumen und Möbeln, den bis zum Schlafen gehen, gefüllt mit Arbeit oder Lernen, Kochen und Hausarbeit, aber auch etwas Freizeit am Abend. Richtig. Am Wochenende dann der bewusste Bruch. Mehr Schlaf, mehr Freizeit, soziale Aktivitäten und Erholung. Man bekommt ein klares Bild und hoffentlich viele nützliche Wörter und Sätze. Exakt. Der Wert dieses Textes für Sie auf dem Niveau A2 oder B1 liegt wirklich in seiner Klarheit und Alltagsnähe. Sie haben jetzt eine Sammlung von Vokabeln. Für Räume: Bad, Küche, Schlafzimmer. Möbel: Tisch, Stuhl, Bett, Schrank. Adjektive zur Beschreibung: hell, ruhig, modern, gemütlich. Ja. Verben für tägliche Routinen: Aufwachen, sich anziehen, frühstücken, arbeiten, lernen, kochen, aufräumen, putzen, schlafen. Zeitangaben: um 7 Uhr, am Nachmittag gegen 22 Uhr. Und Freizeitaktivitäten: Freunde treffen, lesen, Musik hören, ins Kino gehen. Na, ganze Menge. Ja. Besonders wichtig sind auch die einfachen Satzstrukturen: Subjekt, Verb, Objekt, Aussagen mit weil, Angaben von Ort und Zeit. Es zeigt, wie man mit relativ einfachen Mitteln schon sehr viel über das eigene Leben auf Deutsch erzählen kann. Und das ist ja die Grundlage für alltägliche Gespräche. Und genau darum geht es ja oft beim Sprachenlernen. Über sich selbst und den eigenen Alltag sprechen können. Zum Abschluss möchten wir Ihnen noch einen Gedanken mitgeben, der Sie vielleicht zum Weiterüben anregt. Nachdem Sie nun diese Beschreibung eines typischen Alltags gehört haben, versuchen Sie doch mal, Ihren eigenen Tagesablauf oder Ihre Wohnung zu beschreiben. Vielleicht mit den Wörtern und Strukturen aus unserem Gespräch. Was machen Sie morgens nach dem Aufwachen? Was essen Sie normalerweise zu Mittag?
Wie verbringen Sie Ihre Abende oder Wochenenden? Welche Adjektive passen zu Ihrer Wohnung? Nutzen Sie die Bausteine aus dem Text einfach als Vorlage und, als Inspiration. Das war unsere heutige Analyse des Textes Wohnung und Alltagsleben, speziell für Deutschlernende. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, Sie konnten einiges für sich mitnehmen und fühlen sich nun ein bisschen sicherer dabei, über Ihren Alltag auf Deutsch zu sprechen.